Warum Introvertierte in sozialen Situationen müde werden, psychologisch erklärt. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen stundenlang reden, lachen, sich unterhalten können und am Ende sogar mehr Energie haben als vorher, während andere von außen völlig normal wirken, aber innerlich ihre Energie so schnell sinkt, als stünde ihre Batterie nur noch auf 2%, und hier wird es merkwürdig. Sie sind nicht schüchtern, sie sind nicht unsozial, sie sind nicht kaputt, sie sind introvertiert. Doch der wahre Grund, warum sie unter Menschen müde werden, geht viel tiefer als bloße Persönlichkeitslabels. Und wenn du ihn einmal verstehst, wirst du soziale Situationen vielleicht nie wieder gleich sehen. Bleib dran, denn die letzte Erkenntnis erklärt, warum Introvertierte sich oft ihr ganzes Leben lang missverstanden fühlen. Das Versprechen, was wir aufdecken. In diesem Video gehen wir in das Gehirn eines Introvertierten hinein. Wir untersuchen, warum Gespräche ihre mentale Energie auslaugen, warum Menschenmengen überwältigend wirken, warum sie nach Sozialkontakt Stille brauchen und warum ihre Erschöpfung oft mit Desinteresse verwechselt wird. Doch die Wahrheit ist psychologischer und emotionaler, als die meisten denken. Und sie beginnt hier. 1. Das unsichtbare Batterieproblem. Stell dir diese Situation vor. Du bist auf einer Party, Musik, Gespräche, Smalltalk, überall. Du lächelst, du machst mit, du wirkst völlig normal, doch innerlich passiert etwas anderes. Dein Gehirn läuft auf Hochtouren. Es analysiert Stimmen, liest Gesichtsausdrücke, überwacht deine Reaktionen, filtert Gedanken, bevor du sprichst, und verarbeitet gleichzeitig den ständigen Hintergrundlärm. Und langsam, leise sinkt deine Energie. Extrovertierte werden von diesem Chaos stimuliert. Ihr Nervensystem wacht auf und fühlt sich lebendig. Aber Introvertierte, ihr Nervensystem wird überreizt. Psychologen nennen das Arousal-Sensitivität. Introvertierte verarbeiten Reize tiefer. Geräusche, Lichter, Emotionen, Spannungen, Untertöne, jede Mikromimik im Raum. Ihr Gehirn sieht die Umgebung nicht nur, es absorbiert sie, und ständig zu absorbieren ist erschöpfend. Bist du jemals von einem Treffen gegangen und brauchtest sofort Stille? Das ist keine Unhöflichkeit, das ist Erholung. 2. Das Gehirn, das niemals aufhört wahrzunehmen. Introvertierte haben oft aktivere Netzwerke im Gehirn, die mit Reflexion, Erinnerung und innerer Verarbeitung verbunden sind. Sie erleben Gespräche nicht nur, sie analysieren sie, während sie stattfinden. Was bedeutete dieser Tonfall? Habe ich etwas Falsches gesagt? Warum fühle ich mich gerade unwohl? Das ist keine Unsicherheit, das ist Verdrahtung. Und hier wird es anstrengend. Während Extrovertierte reden, um zu denken, denken Introvertierte, bevor sie reden. Jeder Satz braucht innere Arbeit, planen, filtern, bewerten. Bis sie antworten, ist ihr Gehirn schon 5 mögliche Wege durchgegangen. Und die Welt glaubt, sie seien still, weil sie schüchtern sind. Doch in Wahrheit sind sie still, weil sie verarbeiten. 3 Smalltalk versus psychologischer Sauerstoff. Es gibt noch ein Geheimnis. Introvertierte werden nicht müde von Menschen. Sie werden müde von Oberflächlichkeit. Smalltalk fühlt sich an wie Atmen durch einen Strohhalm. Wie läuft die Arbeit? Verrücktes Wetter, oder? Schon Pläne fürs Wochenende? Ihr Gehirn ist auf Tiefe ausgelegt. Sie tanken auf, wenn Gespräche sich drehen um Bedeutung, Ideen, innere Welten, Ängste, Träume, Wahrheit, Dinge, die wirklich zählen. Aber endloser Smalltalk zwingt sie, eine Rolle zu spielen, zu lächeln, interessiert zu wirken, ihre echten Gedanken zu verstecken. Und so zu tun, ist eine der anstrengendsten psychologischen Leistungen überhaupt. Introvertierte sind also nicht von Menschen erschöpft, sondern von Masken. 4, warum sich zu Hause anfühlt wie Sauerstoff. Nach sozialen Situationen verschwinden Introvertierte oft. Nicht, weil sie andere nicht mögen, sondern weil ihr Nervensystem sich zurücksetzen muss. Zu Hause bekommen sie Kontrolle, Vorhersehbarkeit, Ruhe, emotionale Sicherheit. Ihr Gehirn hört endlich auf, sich zu verteidigen und beginnt wieder zu atmen. Stille wird zur Therapie. Allein
sind sie nicht einsam. Sie kalibrieren sich neu. Und wenn du introvertiert bist, erkennst du dieses Ritual vielleicht. Du kommst nach Hause, setzt dich hin und tust einen Moment lang nichts. Kein Reden, kein Lärm, nur still sein. Das ist keine Faulheit. Das ist Erholung nach Reizüberflutung. 5. Der emotionale Preis, den niemand sieht. Etwas übersehen viele. Introvertierte sind emotional extrem sensibel. Sie spüren Spannungen im Raum, bevor andere sie wahrnehmen. Sie bemerken unausgesprochene Konflikte. Sie fühlen, wenn jemand nur so tut. Diese Sensibilität ist ein Geschenk, aber sie macht soziale Situationen emotional kostspielig. Ihr Gehirn scannt ständig. Ist wirklich alles okay? Habe ich jemanden verletzt? Warum fühlt sich die Stimmung so seltsam an? Sie wählen diese Gedanken nicht. Sie passieren einfach. Und während andere nach Hause gehen und sagen, das war lustig, gehen Introvertierte nach Hause und tragen das emotionale Gewicht des ganzen Abends. 6. Warum sie treffen, manchmal ganz vermeiden. Vermeidung entsteht nicht immer aus Angst. Oft entsteht sie aus Selbstschutz. Introvertierte fragen sich, wie viel Energie wird mich das kosten? Und habe ich genug davon? Wenn die Antwort Nein ist, sagen sie ab. Nicht, weil sie sich nicht kümmern, sondern weil es mehr Angst macht, erschöpft hinzugehen, als zu Hause zu bleiben. Und das ist wichtig. Introvertierte müssen das nicht reparieren. Ihr Selbstschutz ist oft Weisheit. Doch die Gesellschaft sieht das selten so. 7. Das Missverständnis, das sie überall verfolgt. Schon als Kinder hören Introvertierte die gleichen Sätze. Warum bist du so still? Du solltest mehr reden. Locker dich mal. Sei doch geselliger. So lernen sie etwas Gefährliches. So wie ich bin, reicht nicht. Sie zwingen sich in Umgebungen, die sie überfordern. Tun so, als sei alles okay. Lächeln, während sie innerlich leer laufen. Und brechen danach emotional ein. Über Jahre entsteht daraus Schuld. Schuld, früher zu gehen. Schuld, Nein zu sagen. Schuld, Ruhe zu brauchen. Doch Einsamkeit ist keine Schwäche. Für Introvertierte ist Einsamkeit Treibstoff. Und hier wendet sich die Geschichte. 8. Der psychologische Wendepunkt. Lass uns etwas Wichtiges und Unbequemes fragen. Was, wenn Introvertierte nicht müde sind, weil sie zerbrechlich sind, sondern weil die Welt zu laut ist? Das moderne Leben verlangt ständige Verbindung, ständige Erreichbarkeit, ständige Reize. Doch Introvertierte gedeihen in Tiefe und Ruhe. Ihre Erschöpfung ist also kein Fehler. Sie ist eine natürliche Reaktion auf unnatürliche Bedingungen. Und sobald sie das verstehen, ändert sich alles. Sie hören auf, sich ständig zu zwingen. Sie wählen Qualität statt Quantität. Sie setzen Grenzen, nicht um das Leben zu meiden, sondern um es bewusster zu erleben. 9. Wie Introvertierte wirklich auftanken. Auftanken bedeutet nicht einfach allein sein. Es bedeutet Aktivitäten, die den Geist nach innen führen. Lange Spaziergänge, Lesen, Tagebuch schreiben, kreatives Arbeiten, tiefe Gespräche mit einer vertrauten Person, ruhige Hobbys. Diese Dinge aktivieren das Default-Mode-Netzwerk, das System für Reflexion, Kreativität und emotionale Integration. Darum haben Introvertierte oft große Erkenntnisse nach Zeit für sich. Ihr Gehirn schaltet nicht ab. Es ordnet sich neu. 10. Das Geschenk, das in der Erschöpfung steckt. Und jetzt das, was fast jeder übersieht. Die gleichen Eigenschaften, die Introvertierte müde machen, machen sie außergewöhnlich. Ihre Fähigkeit zu beobachten, tief zu denken, still zu empathisieren, Worte sorgfältig zu wählen, bei Gefühlen zu bleiben, statt zu fliehen, das sind keine Schwächen. Das sind genau die Stärken, die unsere Welt braucht. Aber sie werden erst zu Stärken, wenn der Introvertierte aufhört, sich dafür zu entschuldigen. Die letzte Erkenntnis. Und sie bleibt vielleicht bei dir. Wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der früher geht, still bleibt oder einen Abend zu Hause wählt, schätze nicht, er sei unsozial, langweilig oder distanziert. Er schützt seinen Geist. Und wenn du selbst introvertiert bist, möchte ich dir eine Frage mitgeben. Wirst du in sozialen Situationen müde, weil du nicht dorthin gehörst oder weil du zu lange so tust, als würdest du dazugehören? Denn in dem Moment, in dem du aufhörst, dich in eine lautere Welt zu zwingen,
hört dein Nervensystem auf zu kämpfen und Frieden fühlt sich nicht mehr wie Flucht an, sondern wie Zuhause.